Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten gruseligen Video von mir. Und da schwippt die Schwippschwapp gleich um in eine andere Mut. Wir sind hier mal wieder live im Stream, der Chat und ich, wir haben wirklich viel Spaß und wir mögen uns mittlerweile auch sehr, sehr gerne. Chat, habt ihr Spaß? Schreibt ja, sonst gehe ich offline. Sonst mache ich einen Sabaton, wenn ihr ja schreibt. Habt ihr Spaß? Schreibt ihr alle nein? Gibt es einen Streamer, der besser ist als ich? Nein? Okay. Ja. Wir sind nochmal wieder drin in einer wunderschönen Reaktion. Und mein lieber YouTube-Zuschauer, mach dich auf etwas gefasst. Denn heute gibt es hier nicht irgendwie ein süßes Loch-Video. Hier gibt es mal wieder feinsten Horror-Content. Ladies and Gentlemen, wir sind mal wieder drin in einem neuen Scary-Com-Video. Gruselige Clips hintereinander geschnitten. Ich bin sehr gespannt, was wir sehen werden. Ich sehe jetzt schon ein Baby mit einer Glatze. Gruselig, sehr gruselig. Ich würde sagen, wir lehnen uns zurück und genießen nicht, denn die Scheiße kann man nicht genießen. Ich weiß noch nicht, wer sich sowas freiwillig anguckt. Ich mache es einfach nur, weil es mein Job ist. Keine Ahnung, wer sich das auf YouTube anguckt. Ist ja auch egal. Wir sind auf jeden Fall drin im Video. Es geht los in 3, 2, 1. Los. Mother and her baby are alone at home when something very unsettling is caught on camera. According to the mother, she has no words for this terrifying encounter. The mother writes, "I thought I was hearing things at first, but then my back door motion detector went off. That's when I knew it was real." She further adds that only she and her child live alone in this house. So whatever was caught on camera had to be someone or something else. If no other child lives here, then who or what was captured? Okay, eine Mutter, die mit dem Baby alleine zu Hause wohnt und irgendwas wurde auf der Kamera aufgezeichnet. Ich bin gespannt, was es ist. This is what was caught. Ich will das Video nicht sehen, ehrlich nicht. Habt ihr das auch gehört? Könnte ein Waschbär sein. Könnte ein Waschbär sein, ja. Out of nowhere, a child's giggle is heard inside the house. But even more creepy is the fact that her baby was already looking at the direction from where the laugh had come from. Initially thinking it was just in her head, she turns away from the source of the voice, seeming less scared, when suddenly the sound of running footsteps is heard. It is at this point that she begins to realize that maybe someone or something is inside her house. Nee, Schätzchen, uns kriegst nicht dran. Die hat bei YouTube eingegeben Horror Sounds, Sound Effects, Best of. Hat sich hier iMovie runtergeladen, hat die Scheiße einfach reingezogen. Das kann man auch viel zu leicht faken, Chat. 1 für Fake, 2 für Nake. War real. Wer sagt, das war real? Wer sagt, das war fake? Ich sag, es war fake. It was only after the motion detector went off that she quickly fled away from the scene. As we already know, there shouldn't be another child in the home. Yet, a kid's voice is heard inside. The mom further mentions that she looked around the house as one of her thoughts was that a kid had broken into her home. But after searching all over the place, there was no trace of anyone there. Of course, it's not certain if a ghost or an entity was caught on camera, but until more info is given, the question still remains: just who or what was inside the house? Okay, nächster Clip, Chat. A family in Mexico has been experiencing paranormal activity, from hearing random knocks on their door and opening it to find no one there, to seeing things inside their house move on their own. The family can't help but think
that something very sinister is haunting them. Now, for some reason, these odd occurrences didn't happen until one day they heard a random knock on their door. Ever since then, they would wake up late at night to strange noises and other creepy occurrences that seemingly don't stop unless they are recognized. Given how often this occurs, the family has started recording these incidents. After being woken up once again by strange noises, a family member begins to record and captures the following. This is what they caught. Wenn es Geister gibt, dann in Mexiko, hast du recht, ja. Son las... No sé si se alcanza a ver. 3 Uhr nachts. Las 3 de la mañana con 1 minuto. Y mi hermana me acaba de levantar porque dice que se escuchan ruidos en el cuarto. Mi esposo y mi niña están dormidos. Y vamos a ir a ver qué se escucha en el cuarto. No hay nadie. Solamente estamos mi hermana, mi hija, mi esposo y yo. Aquí en este cuarto está solo, porque en estos Ist 3 Uhr nachts nicht auch die Geisterstunde, Chat? últimos días nadie ha podido dormir aquí. Como podrán ver, el cuarto está totalmente solo y pues nadie duerme aquí, solo estamos nosotros. Mi hermana dice que se escuchan Nein, 0 bis 1. Wie viel Uhr haben wir es gerade, Chat? cosas, pero... Ay, me asusté. Pero no sé, pues no se oye nada. No sabe. Du Dreck! Du Dreck! Ja, okay. Also, Bro, du bist in deiner Wohnung, okay? In einem Raum, wo keiner ist. Auf einmal klopft es da irgendwo und du rennst als erwachsene Frau zurück ins Schlafzimmer und verkriechst dich unter deiner Decke wie ein 12-jähriges Kind, anstatt die Cops zu rufen oder deinem Mann Bescheid zu geben, der einen Baseballschläger nimmt und sonst was macht. Nee, du rennst zurück ins Bett und verkriechst dich unter der Decke. Den Clip skippen wir. Mit so einer amateurhaften Scheiße brauche ich mich nicht rumschlagen, Chat. Mit so einer amateurhaften Scheiße brauchen wir uns hier nicht rumschlagen. Wir skippen den Clip und wechseln zum nächsten rüber. Es geht los. Fake. This next video was shot by someone who in the footage Das sieht gruselig aus, nämlich schlechte Qualität. Heißt meistens abgefucktes, krankes Geistervideo. seems to be taking in the view of the river before them. All appears to be normal until the camera catches something from a distance. Upon zooming in, it becomes apparent that whatever was caught on camera had most likely ruined the mood of the person recording. Now, there isn't that much info on the clip, but it still nonetheless speaks for itself. This is what was captured. Okay. Domingo, curtindo uma cachoeira em Leeds, Rio de Janeiro. Reparem no visual, na mata. Sag Bescheid, wenn ihr was seht, Chat, ja? War alles, was ich bis jetzt sehe, sind 4 Pixel im Bild. Agora o melhor de tudo é essa queda d'água. Muita água. Muita força. Seht ihr irgendwas? Uhul! Ih, caraca! Uma coisa ali. Wer hat sich da bei Paint ausgetobt, Chat? Wer von euch war's? Jo, war das der Aquaman jetzt oder was? War das jetzt Ariel? War das jetzt eine echte Aufnahme von Ariel? Caraca, apareceu um cara ali no meio da água. Mozinho! Mozinho, você viu o cara no meio da água? Caraca! Okay, da kommt Ariel wieder. Ali, ali, Ah, sie hatten die Kerze nach unten wieder gemacht. mozinho! Not too far from the camera, there appears to be someone or something bathing in the roaring rapids of the river. After being splashed by countless river waves, the figure all of a sudden vanishes. It's as though the waves had washed away the shadowy form, but then suddenly
it comes back for a split second before being taken away by the river. Ist das echt, Chat? Was sagt ihr? Now, even if we don't know what the person behind the camera is saying, we can hear it in their voice how baffled they are by the strange figure in the distance. Whoever, or whatever this is, has yet to be known, but I'll leave it to you to decide as to whether or not it's something paranormal. Unfortunately, the lack of info on this video makes it likely that we'll never know for sure. A mountain climber from Mexico Nächster shares a Clip. chilling photo from his trip to the mountains. It was during a podcast Also ich sag, der war eindeutig fake mit Ariel. that Jesus Olivares shared the image and recounted the story behind it. Doubtless, the picture is pretty creepy to say the least. In 2009, Olivares and a group of friends had traveled to one of the highest mountains in Mexico. The mountain is known as Pico de Orizaba, which has an elevation so high above sea level that it's nearly impossible to climb without an oxygen supply. Many believe that the mountain is uninhabitable for this reason, and therefore lacks civilization. However, many climbers have reported seeing silhouettes of people and other strange shadow-like figures when going up the mountain. While some think that this might have been other climbers in the area, many believe that this might have been the spirits of deceased individuals who tragically died during their climb. Now, Olivares admits to having seen things he couldn't explain. Okay, das ist ein Berg, wo man anscheinend komische Leute, Silhouetten von Leuten sehen soll. Das können aber auch erfrorene Bergsteiger sein. Perhaps this might have been the Das könnte jetzt der erste echte Clip sein, Chat. altitude sickness kicking in, as low levels of oxygen can cause people to hallucinate. But Olivares is certain that what he saw wasn't him just seeing things, but in fact, something real. And to prove it, he has a photo. In a podcast, Olivares claims to have seen shadows and heard distant voices while he and his friends ascended the mountain. These occurrences would come and go, but eventually stop at a certain point. They would continue climbing, feeling less spooked, before later stopping to take photos. Now, lots were taken, but one in particular would catch people's attention. After the trip was over, Olivares posted the pics on his social media and called it a day. But then, the day after, a strange comment was made below one of his photos, which read, "Nice pic, but who's the kid in the background?" Okay. Der hat ein Bild gepostet und jemand hat dann geschrieben, nice Bild. Aber wer ist das Kind im Hintergrund? Confused by the comment, Olivares, in response, asked, "What kid?" To which they replied, Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Kind aussieht. "The kid in the corner. Who is that?" Olivares takes a closer look at the photo. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Da steht jetzt hier ein kleiner Stöpsel da links, hat sich einfach aufs Bild draufgeschlichen und er hat's halt nicht gecheckt. Das ist der Fridolin, der 11-jährige Fridolin. Es fehlt nur noch, dass er hier den Hasenohren macht. Oder so ein Scheiß. Ach, Digga, ich kann nicht mehr, Chat. Ja, du brauchst jetzt auch nicht mit dem Pfeil da drauf zeigen. Wir sehen alle Fridolin. He immediately got goosebumps. Olivares assures us that he and his friend Skip den Clip, verdammt nochmal! Letzter Clip und der muss gut sein, Chat. So, das sieht gruselig aus. Hoffentlich ein guter Clip. Leck mich am Arsch. Tipsy, who states that a friend of his had sent him a creepy video. In it, Aaron's friend can be seen sleeping inside their bedroom when something downright terrifying is captured. It's close to midnight when the following happens. This is what was caught. Yo. What the fuck? Weg. What the fuck? Oh, ich hab Gänsehaut. What the fuck? Oh mein Gott, Digga. Oh, der hat's mir gegeben, Baby. Der hat's mir gegeben. Das ganze Video war scheiße bis hierhin, aber der hat's mir gerade gegeben. Boah, ich piss mir gleich in die Hose rein. Ich muss auch gerade auch nochmal pissen. Holy shit, Digga. Wer schreibt hier rein Smash Next? Jo, der ist krank. Der kam auch so unerwartet. What the fuck? Okay, sollen wir noch mal reingehen und Play drücken, Chat? Der ist hart. Der ist wirklich hart. Danke. Sowas finde ich sehr gruselig, weil es auch eine Frau ist. Frauen gruseliger als Männer, finde ich.
Okay, ich drücke auf Play. Für Leute, die schwache Nerven haben, guckt jetzt nicht hin, das verstört euch und könnt euch wahrscheinlich den Schlaf rauben heute Nacht. Ich hoffe, die fängt jetzt nicht an zu schreien, Digga, weil dann platzt mir irgendwas im Kopf. Okay, 3, 2, 1, wir sind stark, wir haben keine Angst. Es geht los. Ich beschütze euch. Nee, ihr beschützt mich. Jo, das ist, also auch wenn es gefaked ist oder keine Ahnung, auch wenn die einer in der Klatsche hat und sich da selber gefilmt hat, das ist, eins, wenn das verstörend ist. Eins, wenn das verstörend ist. Es ist mir egal, ob das ein Fake ist oder keine Ahnung was, aber das finde ich creepy as fuck. Wirklich. What better way to induce insomnia than by watching a video like this? Now it's worth mentioning that this same video can be found on TikTok. However, the context given for that video is different from the one that was sent to me. Aaron states that his friend has no recollection of ever doing this in their sleep, whereas the one on TikTok... Stellt euch mal vor, Chat, das ist eure Freundin. Stellt euch mal vor, ihr seid im Tiefschlaf, habt irgendwie einen Albtraum, wacht auf, dreht euch im Bett zu eurer Freundin und seht das. Was macht ihr? Kann ich sagen, was ich machen würde? Aufstehen, ein Jab und dann mit dem Haken rauf. In-game. TikTok states that they were fully conscious when they did this. Whether conscious or not, the imagery of this video is still nonetheless pretty disturbing. Real or not, this here is a great source of nightmare fuel. Sieht aber auch ein bisschen aus wie ein Face-Filter-Chat, oder? Weil es so am Glitchen ist. Thanks for watching, and I hope you enjoyed. Until next time. Okay, also, Fazit vom heutigen Horrorvideo. Ich muss wirklich sagen, die ersten Clips haben mich schon ein Stück weit enttäuscht. Fand ich nicht gruselig. Der letzte Clip hat es mir nochmal ordentlich besorgt, bin ich ehrlich mit euch. Der hat es mir schon gegeben jetzt gerade, vor allem im ersten Moment, weil es so unerwartet kam. Ja, trotz allem ganz gutes Video. Jetzt nicht das beste Horrorvideo, was wir jemals gesehen haben, aber ja, war okay. War in Ordnung, war okay. Mit diesen Worten verabschiede ich mich vom heutigen Reaktionsvideo. Wir sehen uns auch schon im nächsten Horrorvideo. Dann hoffentlich mit besseren Clips. Die waren okay, man konnte sich's reinziehen, aber mittelmäßig, untermittelmäßig vielleicht sogar. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich vom heutigen YouTube-Video. Wir sehen uns, wir hören uns. Ich wünsche noch einen schönen Abend, pass auf dich auf und lass dich nicht von den Geistern jagen.